Es gibt viel zu tun hier bei Tales of Berseria, denn das Abenteuer nimmt offenbar niemals ein Ende. Willkommen zurück, Freunde. Da muss man mal gucken. Bin ich eigentlich richtig unterwegs? Ja, jetzt stimmt's wieder von der Richtung her. Dann mal Luki Luki machen. Wir sind hier unterwegs zum Teleport-Punkt. Ne, eigentlich nicht. Westliche Manienrufer, das müsste hoffentlich der Anfang sein. Ich teste es mal ganz kurz. Ja, nicht ganz perfekt. Das ist fast schon mein Monster. Das hätte ich jetzt noch geil gefunden. Ein Bossmonster. Zentral. Okay. Ich habe bereits hier wieder einen Teleportpunkt. Warum jetzt schon? Beziehungsweise ist es bald schon soweit und werden hier auf irgendwelche Ereignisse treffen. Arteangriff erhöhen wäre vor allem bei ihm dafür. Denn vor allem Magidu und ja, Laffy sollte da vor allem viel machen, aber Esen eigentlich auch ein bisschen. Naja, wird schon gut gehen, ich gehe direkt mal durch. Direkt mal durchgehen, bin gespannt. Wird es irgendwie leiser? Okay. Yeah, Mann, ja gut, mal kurz fighten. Here I come! Ignoriere mich einfach eiskalt, was soll der Quatsch? Ey du, was soll das? Nö, keine Art zu spammen, aber kein Bock drauf. Ach, wenn es immer so laufen würde, wa? Was zum... Ich höre was, also... Ah, wieder mal der Nachbar um mir, der singt da wieder mal natürlich so falsch, dass... Oh. Zum Glück habe ich die Kopfhörer an. Alter, sonst ist es kaum auszuhalten. Man fragt sich immer, wie kann jemand so falsch singen und es gar nicht bemerken? Man falsch singen ist eine. Aber sich bemerken, es trotzdem genießen, seinen Nachbarn nerven, das ist was anderes. Oder? Oder. Ich habe mal sehr viel Geld. Schatzjägerin, sehr schön. Ich frage mich immer noch, wieso Acen vom Level her so viel weiter ist als wir. Das gibt irgendwie keinen Sinn, finde ich. Gut, den Kampf wollte ich jetzt gar nicht eigentlich. Aua! Was zum... Der nächste dran und dann kommt der natürlich direkt auch noch. Weil es alles Power-Treffer sind. Das ist ein bisschen voreilig. Defense down, Monster down. Gut, viel fehlt es echt nicht mehr für Velvet. Trotzdem, wenn wir jetzt lieber dann hier ein bisschen durchmarschieren, wenn es geht. Das noch irgendwie, ja, was auch immer es sein soll. Wir haben in der Katz-Juwelen etwa 210 Stück. Das ist doch sehr schön. Wir sammeln weiterhin wie die Bekloppten. Kannst gar nicht anders formulieren. Und da ist schon die nächste Katztruhe. Die kommt wie bestellt. Miau! High five! Da haben nur 3 Tatzen. Oh, was soll's. Diskriminierung ist hier fehl am Platz. So, bin ich jetzt langsam. Wir haben einen Teleportationspunkt West plus Zentral. Jo, wir Ost langsam mal dran. So wie es aussieht, sind wir langsam schon im Tempel. Davon dürfte er wohl sein. Ich würde gerne Velvet vor noch aufs nächste Level bringen, bevor wir den Tempel betreten. Dürfen nicht mehr so weit weg sein, nach 1-2 Kämpfen, das ist bereits der nächste Teleportpunkt. Ist doch ein größeres Gebiet, wa? Will man natürlich schon fragen, wieso zentral, weil was will ich in der Zentrale? Also, versteht ihr, es gibt dort eigentlich nichts Besonderes. Keine Truhen, die man irgendwie noch nicht öffnen kann. Also sprich irgendwie so Katztruhen, wo man sagen müsste, ja, ich habe vielleicht zu wenig, muss nochmal dahin. Ah gut, die jetzt vielleicht, wobei die wir jetzt den nächsten Punkt erreichen.
Das Bossmonster ist irgendwie auch näher am westlichen Punkt als hier in der Zentrale. Fragen nur Fragen, wie gewohnt. Wie könnte es auch anders sein? Yeah, in the direction of the temple. The feeling's getting stronger now. Okay, dann wird da wohl der nächste Furion sein. Artorias als Velvet damals so bezeichnet. Stimmt, das war glaube ich irgendwie Part 5 oder 6 oder so, ist schon ziemlich lange her. Für meinen Geschmack. Jetzt kann er daran erinnern. Da ist er am Punkt, muss er den irgendwie kurz betreten, glaube schon, weil er mit aktiviert ist. Oh. Natürlich haben die alle eine Erdschwäche. Frag mich, wieso Wasserwesen eine Erdschwäche haben. Du, was sollen die sonst haben? War Feuer geht kaum Wasser, wäre auch doof. Wesen, alles klar, Kumpel. We won, right? Right. So. Wir sind jetzt aktiviert, weiß gar nicht. Monster? Keine Monster. Sehr gut, eine Amphibolweste. Nö. Nee. Defense geht zwar. Bei Ace wäre es mal ganz praktisch, war. Angriff sinkt um etwa 30, ja 32 halt. Der Angriff geht ein bisschen, Verteidigung geht ein bisschen mehr hoch. Aber ich brauche mehr im Angriff, auch nicht in der Verteidigung. Natürlich auch einen Teleportpunkt wollen wir verarschen. Gut, von mir aus. Hey! Das war voll fies. Ich finde das mies. Neben! Sowohl zum riskanten Treffen und dem Level Up für unsere Velvet Crow. Was muss zugeben, teleportieren geht hier verdammt schnell. Gefällt mir. So, ja, natürlich fehlt noch einiges das Level Up für Level 28, ist aber kein Ding. Habe ich vor noch einen Save-Punkt, da kann ich drin speichern. Wäre mal ganz geil. Nö, gibt's nichts. Ja, wie bereits erwähnt, ein bisschen gleiche Landschaft und so. Nicht unbedingt sehr spannend. Tempel von Palamedes. Südliche Ruinen. Okay. Ich frage mich gerade, es erinnert mich schon ein bisschen an Cestiria mit den 4 Prüfungen. Die jeweiligen Elemente, wenn man natürlich davon ausgeht, dass das halt jetzt... Wäre natürlich auch cool, wenn es direkt losgehen würde, nicht irgendwie noch ein großer Tempel oder so etwas wäre. Dass es der Wassertempel wäre. Also natürlich keine Prüfung im eigentlichen Sinne, sondern einfach halt nochmal 4 Tempel zum jeweiligen Element. Das wäre jetzt halt der Wassertempel. Wir uns dann nochmal durch die Hauptstory ein bisschen durchwaschen. Wäre natürlich eine Option, weil sich noch die Frage stellt, wann tauchen denn die anderen auf? Ich meine, hier wäre vielleicht sogar Oscar mal ein bisschen der Fall oder vielleicht sogar Theresa, dass die jetzt irgendwie hier auftaucht. Die anderen vielleicht sogar wieder Melchior oder Shigure. Ja, wir müssen noch wissen, was eigentlich mit Captain Alfred passiert ist. Captain Alfred, wie kommt man auf Alfred? Captain Alfred, aber egal, los geht's. What's this? A demon! The demon we heard about? Sounds like it's having fun. Then we'll use this distraction. Klingt, als wäre es der Furion. Und ich habe so eine Befürchtung, wer es sein könnte.
Geheimnis des Unterwassertempels. Wow, look outside. It's the ocean. This was a place of worship for Aminoch, the Water Empyrean. The ancients built this sanctuary underwater for the same reason that Eumasia's temples were built underground. But building this underwater couldn't have been easy. Aye. With the Earth temples, all they had to do was keep digging. Here, they had water to contend with. How did they do it? You can't split the sea like you can a log. They started by stacking giant stone blocks in the shallows, creating an enclosed space. Then they drained the water and expanded the enclosure. Once they had done that enough times and secured enough dry space, they were able to dig into the sea floor. It's mind-boggling, isn't it? The humans believed that by going through such great hardships to build these temples, they could show the depth of their devotion. Additionally, current research suggests the site of this temple once sat on the seacoast. What? Are you saying I'm wrong? No, I'm only reporting what I've read in academic journals. How would coastal ruins sink into the ocean? When the Empyreans began their slumber, the land shifted, and this temple was swallowed by the sea. Scholars were able to prove that the sand and the heavy stones formed an airtight seal around the structure. Later, people carved an undersea tunnel to connect to the temple, bringing it to its current state. Now that you mention it, I think I read that book too. Revised Theories on Ancient Architecture, right? That's the one. Have you read it, Eisen? No, I only read the first edition. The problem with the stone enclosure theory is that each time you expand the enclosure, the innermost stones have to be carried out. Once that was pointed out as being too inefficient, alternate theories were developed. The revised edition has a number of competing theories. I highly recommend reading it. I will then. So, wait, was that a complete rebuttal of Eisen's explanation? That was not my intention. It's okay. Archaeology is a continuous process of asking new questions and making new discoveries. Prevailing theories change all the time. What's it matter anyway? Let's just get going. Armer Eisen ist am Schmollen. Oh, verdammt nochmal. Ja, nicht also finde die Zwischensequenzen schon cool und so, aber ich habe langsam das Gefühl, jetzt in 5, 6 Parts werden es ein bisschen sehr viel mittlerweile. Mann! There's no Empyrean here, right, Eisen? If you're worried about it, why not flip that coin of his? Heads, no Empyrean. Tails, Empyrean Central. But it always comes up tails. Like I said before, these temples are nothing more than places of worship built by human hands. The current religion started when humans, fearful of natural forces, began to worship 4 gods they called the Empyreans. If you're concerned about whether or not one is sleeping in these ruins, just remember that their very existence is only legend. Be that as it may, Enominat certainly exists. Aye. But I've never heard a single story of anyone actually seeing an Empyrean. Enominat must be a special case then. Must be. I suppose so. If there were 4 more like him, and they were all trying to stop us, we'd be sunk. I can't disagree. So, kann ich weiterspielen? Dankeschön. Übrigens, stimmt hier, am Erdtempel waren wir bereits. Da müssen wir dann nochmal zurückgehen, oder? Ernsthaft? I don't think we have a chance. Ganz ehrlich, denkt ihr ernsthaft, die haben eine Chance gegen uns? Einen grenzenlosen Optimismus. You're not hurt, are you? Bringt nicht viel. Ich marschiere direkt durch. Hä? Hat der Malak da gerade einen Besen in der Hand? Das bin ich jetzt total. Ja gut, sie halten doch mehr aus als die anderen früher, ist logisch. Sind auch schon Level 37er. Ist nicht mal 30er. Ja gut, das ist eigentlich normal, dass die Gegner ein bisschen höheres Level haben und so. Oder 3 voll, ich warte mal noch.
der mystischen Arte, weil wir haben hier sicher irgendein Theory oder so noch in der Art oder Oscar, TVs oder sonst was in der Art. Also wir werden die Essers hier noch brauchen. Und das ist langsam gut hier. Gehst du mal? Ja, ich weiß, ein bisschen. Malakim ist mir gerade scheißegal, was ist das eigentlich für einer? Ah, schwächer Beam, seid das gleich. Dann haben wir ihn da einsetzen. Das ist gerade Erdmalakim, weil die alle schwächer Wind haben. Oh, das muss ich, weil sonst nichts versammeln kann. So. Von vorne anfangen. Der war noch gut aus, Respekt. Aber ewiges Switchen kann auch nicht. Das gab viele Punkte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das links und rechts kann ich nicht durch. Warum? Aha, Wasser. Auf dem Kelch befindet sich ein Symbol, welches das fließende Wasser beherrscht. Wird der Kelch mit Wasser gefüllt und das Symbol färbt sich blau, wird das Wasser den Weg wie eine Mauer versperren. Wird der Kelch mit Feuer getrocknet und das Symbol färbt sich weiß, beruhigen sie die großen Fluten und geben den Weg frei. Das ist ja nicht der Wassertempel, den wir aus Berseria kennen. Ich meine, es ist nur 1000 Jahre später, könnte theoretisch sein. Ja klar, sieht ein bisschen anders aus und so, aber von der Theorie her. Der Kelch. Könnte der hier sein, wa? Ja, toll. Und darf er da was? Oh, super. Mit geht natürlich auch nicht weiter, logischerweise. Da haben wir noch solche, plus natürlich Dämonen, hä? Ja, die ist blau, okay. Immer noch um einiges besser als der Wassertempel aus Berseria, der war ziemlich scheiße. Ja, eigentlich logisch, ja. Aber ich fürchte, Freunde, der Tempel ist doch um einiges größer als erwartet. So, wollte ich gar nicht. Ah. Alter, das ging aber schnell. Wie viel auf einmal Plack gekriegt habe. Junge, Junge. Ja, der nächste ist ready to take off. Sehr schön. Sprengen. Boom. Sehr gut. Soweit alles picobello. In der Mitte geht es noch nicht weiter, warum auch immer. Wir werden erstmal zurück und dann Weg erkunden. Das Rätsel um die Furians. Bin auch schon mal sehr gespannt. Befürchten leider doch vorhin, dass der Part langsam sicher zu Ende ist. Jetzt muss ich halt immer so eine krasse Überlänge machen. Anders als dann immer so kurz ist, gefällt es mir. Also sprich die Räume. Da ist gerade sehr viel los. Irgendwie muss ich in der Mitte weiterkommen. Aha. Oder auch nicht. Was ist denn das? Wo bin ich jetzt plötzlich? Jo, so geht es natürlich auch. Aha.
Scheiße. Ja, bin natürlich selber ein Viewin und so, oder? Mit Velvet, aber ich kann natürlich nicht durch. Nee. Ein Wasserfall ist viel zu mächtig. So, was steht hier noch Schönes? Trennförmiger Edelstein. War jetzt das so clever? Ich bezweifle es ein bisschen. Was ich mich hier auch noch frage... Ah, doch, da kann ich nur reinsetzen jetzt. Ja, was fragen wir denn überhaupt? Ich weiß es nicht, ich hatte gerade irgendwie eine Idee, die dann plötzlich wieder entschwunden war. Also war es nichts Wichtiges. Die Musik ist irgendwie interessant. Kommt mir zwar überhaupt nicht bekannt vor, aber sie ist interessant. Oh, der sieht ein bisschen stärker aus. Okay, Freunde, ich glaube, den knöpfen wir uns in der nächsten Folge vor. Und, ja, vom Level her und so. Man kann gespannt sein, wenn natürlich hier die normalen Exorzisten, sag ich jetzt mal, extra normal, erwähnt, wenn normalen Exorzisten bereits Level 37 haben. Natur, letzten Kampf, der Level 65 hatte. Und schätzungsweise, wie wir es ja auch aus das Tier mit dem Endboss kennen, dass, ja, das gleiche Level sein dürfte. Heißt, wir sind schon näher dran als vorher, aber mit unserem Level selbst. Also würde mich nicht wundern, wenn wir bei Autors sind, nur etwa Level 40 bis 50 hätten. Das reicht mir, Leute, ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, ey. Naja, erstmal das Ding da platt machen. Dann gucken wir weiter, wa? Allerdings da vorne ist er bereits... Okay, ich schätze, man kann auch wieder hin und her switchen. Die Frage ist natürlich, warum? Warum sollte er hin und her switchen können? Was gibt es da für einen Grund? Muss er irgendwie Juwelen verschieben von hier und da? Es bleibt spannend hier bei Tales of Berseria im Wassertempel. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis echt wunderbar, so cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.